Ich grüße dich, schön, dass du da bist. Heute gibt es einen echten Klassiker, einen Coleslaw oder auch ein amerikanischer Krautsalat. Cremig, knackig und voller Geschmack. Statt Fertigdressing mit Zusätzen machen wir das Dressing natürlich selbst. Er steckt voller Nähr- und Ballaststoffe, die nicht nur lange satt machen, sondern auch die Verdauung auf natürliche Weise unterstützen. Ganz abgesehen davon passt er perfekt zur kommenden Grillsaison. Dafür brauchst du auch gar nicht viele Zutaten, wie du siehst. Wir beginnen mit 800 Gramm frischem Weißkraut. Das ist die Basis für unseren Coleslaw. Der Unterschied zum deutschen Krautsalat: dieser wird oft gekocht oder zumindest mit heißer Marinade übergossen. Das macht ihn weicher und milder. Amerikanischer hingegen wird roh zubereitet und zieht nur durch das Dressing. Er bleibt also knackiger. Das Weißkraut wird nun in feine, etwa 3 cm lange Streifen geschnitten. Die Dicke kannst du natürlich variieren und an deinen Geschmack anpassen. Je dünner, desto zarter, je dicker, desto knackiger. Und als Vitaminbombe gibt es noch eine große gelbe Rübe. Diese verwende ich ungeschält, indem ich einfach nur die jeweiligen Enden abschneide und zerhäcksel sie mit Hilfe meiner Küchenmaschine in genauso dünne Stifte, so wie du es gleich sehen kannst. Und gebe diese ohne weiteres Zutun zu dem Weißkraut dazu. Du siehst, wie wunderbar fein die Spitzen geworden sind. So kommt nun noch die dritte Zutat ins Spiel, eine Zwiebel. Diese halbiere ich zuerst, um die Schale leichter zu entfernen, und schneide sie dann in feine Streifen oder auch Ringe bzw. Halbringe. Zumindest genauso, wie du es bei mir siehst. Sobald die Zwiebeln unter Tränen klein geschnitten worden sind, kommen sie natürlich zu den restlichen beiden Zutaten. Ruhig schon mal ein wenig klein bröseln, dass sie sich in ihre Einzelteile zerlegt, und dann widmen wir uns dem Dressing. Dafür benötigst du 60 Milliliter Milch oder auch eine Milchalternative. Dort kommen 125 Gramm Mayonnaise dazu. Ein Rezept zum Selbermachen stelle ich dir in die Infobox. Und 60 Gramm Sauerrahm oder auch Buttermilch. Dem gefolgt ein Teelöffel Salz und eine gute Prise Pfeffer. Und für den richtigen Geschmack gibt es 30 Gramm Vollrohrzucker. Nun einmal kräftig durchwirbeln, damit sich alles auch schön miteinander verbindet. Für die richtige Säure gibt es 1 bis 2 Esslöffel Apfelessig. Er sorgt nicht nur für eine angenehme Säure, sondern erfüllt gleich mehrere praktische Zwecke. Er unterstützt die Verdauung, verlängert die Haltbarkeit und beeinflusst die Konsistenz positiv. Aus dem gleichen Grund, aber für einen etwas anderen Geschmack, kommen 2,5 Esslöffel frisch gepressten Zitronensaft dazu. Abgerundet wird alles mit einem halben Teelöffel Paprikapulver. Und nun wird alles natürlich zu einer glatten Soße verrührt. Abschmecken darf natürlich auch nicht fehlen. Wenn dir der Geschmack genehm ist soweit, kommt natürlich das Dressing zu dem Gemüse. Einfach locker flockig drüber geben. Und nun wirst du es dir denken können, werden die Zutaten natürlich kräftig miteinander vermengt, sodass der Dressing sich schön mit dem restlichen Gemüse verbinden kann. Ich säuber noch den Schüsselrand, bevor ich den Coleslaw für 16 bis 24 Stunden in den Kühlschrank stelle.
So kann er in Ruhe durchziehen und der Kohl wird dabei noch bekömmlicher und geschmackvoller. Nach inzwischen etwa 20 Stunden ist er sehr gut durchgezogen. In der Zeit habe ich ihn zweimal umgerührt. Während der Zeit im Kühlschrank wurde das Gemüse weicher und die Aromen konnten sich optimal miteinander verbinden. So ist er dann auch verzehrfertig. Noch ein wenig Dressing oben drüber und dann wünsche ich dir viel Freude beim Nachmachen, guten Appetit natürlich, gutes Gelingen. Lasst es euch gut gehen, bis demnächst, pfiat euch.